Hallo, willkommen bei Yani spielt. Ich spiele was Neues. Ich hatte total Lust, mal wieder was zu spielen, das einen Anfang und ein Ende hat. Und weil doch jetzt der Steam Sale ist, dachte ich. Aber leider hat mich direkt so nix angesprungen. Das hier fand ich noch mit am interessantesten. Turing Test, habe ich es schon gesagt? Weiß ich nicht. Das ist so eine Art Puzzle-Game. Ein bisschen im Style vom Talos-Prinzip. Manche vergleichen es auch mit Portal, das mir jetzt wieder nicht so gut gefallen hat, aber ich wollte es mir mal anschauen. Und das mache ich jetzt mit euch zusammen. Ich weiß nicht, ob ich bis zum Schluss durchspielen werde. Keine Ahnung, mal gucken, wie es euch gefällt. Meinungen nehme ich jederzeit entgegen. Mir geht's, glaube ich, nicht so gut. Morning, Eva. Eva, was bin ich wohl? Your wake-up has been sanctioned by the ISA. Ja, das ist nett. We lost contact with the ground crew 450 hours ago. Das ist lange. Tried to establish further communications, but we are not getting any responses. So, wir bekommen keine Antwort von der Crew. Ich denke mal, ihr könnt alle Englisch, oder? We need you to investigate. Okay, doesn't it make sense to do visual checks first? We have already looked at the data. The ISA has made the executive decision that you report to the surface post haste. You are our emergency response. What exactly is the emergency? The ground crew found an organism the ISA believed to be dangerous. We need to re-establish communication. Das klingt nicht gut. Sie haben einen Organismus gefunden, der wohl gefährlich ist. Das lässt doch schon sehr Böses ahnen. First Person, wie man sieht. Mir geht's super. Ansonsten einfach mal umgucken. Die Steuerung habe ich mir schon umgelegt, deswegen stand da jetzt auch Continue. Okay. Kaffeetasse. Ein paar Papiere, die ich nicht anfassen kann. Das kann ich auch nicht anfassen. Dann war es das hier wohl. Sind noch andere Kryokammern. Da schläft wohl noch jemand. Und was haben wir hier? Einen fehlerhaften Computer. Und hier? Noch eine Kaffeetasse. Nicht so interessant. Captain Daniel McLean. Da brauche ich einen Code. Ich habe keinen Code. Inkorrekt, na sag bloß. Jetzt, ups, keine Ahnung, was das sein könnte für ein Code. Gucken, ob ich irgendwo einen Hinweis finde. Pick up your EMT. Mein was? Mein EMT? Armory. It's on the side. Ist on the side, ja. Welche Seite? Was ist hier? EMT. Energy Manipulation Tool. Anzug, den brauche ich wohl nicht. Ah. Okay. We are going to take a lander to Europa. Make your way to the docking station. Oh, der hat mir auch nette Pfeile hingemacht, damit ich es auch ja nicht übersehen kann. Trotzdem habe ich es nicht gesehen. So, habe ich es schon erwähnt. Ich bin im Puzzeln jetzt nicht so super gut. Aber ich werde mein Bestes geben. Es ist mal was anderes. Tom Touchos. Office. Das kann ich nicht ankrabbeln. Ich will ja nur die Kaffeetasse. Was haben wir hier? E-Mails. Nichts Interessantes. Tom ist wohl der Bordcomputer. Ja, alles nur persönliche Nachrichten eigentlich. Nichts, was irgendwas mit der Mission zu tun haben könnte.
Taschenlampe, kann ich die gebrauchen? Nehmen kann ich sie nicht, nur angucken. Auch nichts. Na gut. Docking Bay, das soll ich auch hin. Und dafür, dass das alles so technisiert ist, ist das aber ganz schön manuell. Hier soll es recht sein. Oh, leider hat es wieder, also hier kann ich nicht wieder raus. What's the ship's status? I have performed the necessary checks. The Europa lander is ready to launch. Okay, die Landefähre ist also fertig zum Starten. Was ist das? Audiolog. Hallo? I think that's everything wound up, Tom. Yes. Well, I guess I'm ready to go down for the long sleep then. Good night, Ava. I will miss your assistance. The ship will be very quiet without you here. Night. See you when I wake up, Tom. Habe ich mich von der AI verabschiedet? Residuals before nulling, -02, -04, -01. X and Z null to 0. Looking What? good. Okay, good. Horizon check right on time. How's things, Christopher? Good. I am go for power descent. I can confirm. You are go for powered descent. Roger that. I am running the PDI program. 80-degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Engine 1 ignition. Engine burn. Suppressing 400 alarm. Balance. Da war wohl noch alles okay. The landers are ready. Oh, ist das Good. laut. Thanks, Tom. You okay now, Sarah? Yeah, I think so. Thank you, Danielle. I've done this before. I'm sure you'll be fine. It's just another 10 years of my life. Also auch nicht so furchtbar interessant. Geht's weiter zur Docking Bay. Großes Maschinen. Da rausgucken ins unendliche Weltall oder so. Bay 3. Da wo es grün ist, meinst du? Oh. Ich darf mich doch vielleicht erstmal umgucken. Das ist creepy. Das ist ja direkt auf die Oberfläche. Storage. Was haben wir hier? Was ist das? Irgendwelche Tür? Nö. Kann ich nicht anfassen. Da nochmal genau das gleiche. Okay. B3, wenn du das sagst. Ich bin da, wer noch? Keine. Ich fühle mich so einsam. Auf geht's in die Landefähre. Auf nach Europa. Zu Europa. Retro? Go. Fido? Go. Guidance? Go. Control? Go. Telcom? Go. Then we are go for launch, initiating. Separate. Abwärts. Engaging retrofire. I'm running the program, 80-degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Trajectory looks good. Also der gleiche Flight Path, den auch der Vorgänger genommen hat. We are slightly short of the landing site. We are going to have to burn late. Burn late, whatever. Full retrograde. Ich hoffe, wir stürzen jetzt nicht ab. Ganz schön kalt aus da unten. Yay, Touchdown. Hat doch super geklappt. Open the door.
Welcome to Europa. Danke, danke. Sehr schön. Mal die Tür zumachen, das wird doch so kalt da drin. Da geht jetzt wohl nicht weiter. Ob das Absicht ist? Ob ich gar nicht hier so rumlaufen soll? Huch, ich kann da gar nicht weiterlaufen. Barrikade. Ich glaube, ich soll hier rein. Na gut, ist mir eh zu kalt hier draußen. Hallo? How long will my suit survive these conditions? At 100 degrees Kelvin, a couple of hours. We should get inside. Ich bin inside. Hallo? Guckst du? Mach die Tür zu. Tja. Bisschen lange Leitung. Dreh die Heizung auf. Mir ist kalt. Bin ich jetzt inside? Gut. The base has changed. What do you mean? The base was originally constructed as modules to withstand the seismic activity in and around Thera Macula. It appears the ground team have manipulated these modules. Nicht gut. Also das ist so eine Art Puzzle, wie gesagt. Da muss man jeweils durch die nächste Tür kommen. Was natürlich nicht immer so einfach ist wie eben The gerade. base was built initially by machines. I served as the mind of these operations. I arrived first on Europa in 2240. It costs a lot to send humans into space with the necessary life support, especially such a vast distance from Earth. So, robotics built this place. Man sieht, wenn ich mit der Maus hier drüber gehe, zeigt er mir die rechte Maustaste an. Das heißt, ich kann diese Kugel da rausklauen. Und kann sie mit der linken Maustaste hier wieder reinschießen. Ah, das war's schon. I wonder why the ground team has changed these rooms. I have a hypothesis. These rooms are Turing tests. Turing tests? Turing tests are tests designed to tell humans and machines apart. Typically, problems only solvable by a human. A combination of logical and lateral thinking. So, you can't complete these tests, Tom? No. That is why I am glad you are here to help. We need to work together. Okay, wir müssen also zusammenarbeiten, um die Rätsel zu lösen. Mit dem Ding komme ich nicht die Leiter hoch. Dann muss es ohne gehen. Da muss es rein. Ja, du da? Ich kann nicht darüber werfen. Ja. Sehr schön. Die Grafik eigentlich ganz nett gemacht. Gut, ist jetzt auch noch relativ schlicht, aber es hat auch eine Story. I am quite impressed. So, what were they used for before? Most of them were used for storage, but they have converted them beyond recognition. Perhaps they ran out of things to do out here. The devil makes work for idle hands. Also aus lauter Langeweile die Räume umgebaut. In einen... Was ist das schon? Ups. In einen Turing Test, der Mensch von Maschine trennen soll. Noch ziemlich einfach. Do you know the ground team's location? The crew are deeper inside the base, it seems. They must be trying to survive. Can you find their precise location? I'm afraid not. I am working to regain control. Though I once had complete control of this base, a lot has changed in the past 500 hours.
Also die Crew steckt hier noch irgendwo in der Base, sagt Tom. Ich muss sie nur finden. So if this base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array is malfunctioning. Ja, findet sie nicht, weil das System kaputt ist. Perhaps we can't solve this yet. Ah, okay. Ich gehe wieder. Können wir nicht lösen. Das sah auch ziemlich kompliziert aus. Was haben wir hier? Maschine, die ich bedienen kann. Was macht die? Oh, okay. Oh. Oh. Verdammt. So. Hey, ich brauche aber 2. Ah. Ups, ist ja auch kaputt. Muss mich beeilen. Oh. Lauf. This Yes. doesn't add up. What does not add up? If there was an accident, surely they'd come to find me, not try to lock me out. My instance is still resolving conflicts. I expect they have their reasons. Okay, jetzt wird es schon komplizierter. Da ist ein Schalter. Da. Und da muss das rein. Und zwar das hier. Glaube ich. Was passiert, wenn ich das da reinmache? Vielleicht den Schalter umlege? Okay, da passiert gar nichts. Ach, das war sehr einfach. Das war ja total einfach. My instance has just been updated. Sorry? I have 2 instances of my mind, 2 separate versions. A slave mind running on the satellite, and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the 2 instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into 2 separate branches. I continue to learn on the satellite, and I continue to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories, conflicts. Okay, so geht's wohl nicht. Da geht die Tür nicht mehr auf. Wenn ich den Schalter umlege, dann ging die Tür wieder zu, ne? Ja. Und so komme ich da nicht rein. Ob ich da das von da drüben noch brauche? Mal gucken, das war dann leer. Okay, dann kann ich sie einfach mitnehmen. Und sie hier reinmachen. War das jetzt richtig? Nee, war es nicht. Ich muss den Schalter umlegen. Haben wir jetzt. Yes. Und wenn ich so weiter fortschreite, man hört es ja, erzählt er immer ein bisschen weiter. Halt, falsch. Zurück. Da. Hey. Wo ist es? Da. Und Paching. This is the command center. You can check on the crew status from here. Alles klar. Ich kann also den Status der Crew hier abrufen. Jupiter.
ist der Mond Europa. Da sind wir. Und was bringt das, wenn ich hier... Ah! Fortuna. Das ist die Raumstation. Cancelled. Audio-Files. Tom, start recording. I am always recording, Daniel. The day is January the 6th. My watch says it's 2:30 on Earth. Here we are, members of the human race, standing on Jupiter's moon Europa. I am Captain Daniel McLean. I'm joined here by the rest of my team. It is our intention to make this moon our home and investigate life on this planet. Man's curiosity and appetite for discovery will continue to change our world for the better. Inspiring. And might I add my congratulations to you all. Da wohl die Ankunft auf Europa. Here it is. Beautiful, isn't it? What makes this one more remarkable than the others? The way it attaches itself to other organisms. Its behavior is very abnormal. It seems to form a symbiotic relationship with most life forms. How do you mean? Do you want me to dumb it down? I know what it means. What does it do? It attaches itself to almost anything living, but it's not parasitic. It's quite alien. We're trying to figure out what effects it has on life forms. Das war wohl die Lebensform, die sie gefunden haben. Mikhail, you seem distant. Do I? Yes. What's wrong? What's wrong, Mikhail? Mikhail, what's wrong? Are you listening, Mikhail? Are you able to hear? I was talking to the ISA. They don't know what to do with this. The magnitude of the discovery. We should send samples back to Earth. I think we need to get this to a better lab. Me and Sochi are having trouble making enough clones. We're going to run out of the necessary resources to continue studying organism 119. They're calling for a grounding of all Europa transport until they get your report. Seriously? Yeah. That's rather drastic. Es dreht sich also alles um die Lebensform und wie sie damit umgehen sollen. Da ist nichts. Kann ich hier reingucken? Nein. Ich habe mir die Lebensform gerne mal angeguckt. Das ist nur wieder der Jupiter. Da kam ich her. Was ist das? Europa Landing Bay. Ich drücke. Und jetzt? Ah. Sieht gar nicht so groß aus. Ich glaube, das habe ich schon längst durchquert. Aha. Ja, so Statusberichte. Sehr interessant. Warum liegt hier so ein Zeug rum? So, das sind die verschiedenen Mitarbeiter. Lost Signal. Also jetzt nicht wirklich informativ gewesen. Yay. Laden ist bestimmt gut. Das heißt, nächstes Gebiet, wenn man das so nennen kann. In einer Base. What conditions should I expect to find the ground crew in? Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead. We are expecting to find Sarah, Mikhail, and Sochi in a stable condition. Chris is dead? He was involved in an accident. Das ist ja traurig, wenn einer schon tot ist. Okay. Die mitnehmen? Ja.
Tja. Ja, das ist nur jetzt so einfach. Das wird ganz sicher Can we noch take a viel more schwerer. direct way to the ground team? Unfortunately, there is not a direct route. The base is buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar, Europa's base is slightly deeper into the surface. There is more radiation present from solar events on Mars. But Mars's surface is denser than that of Europa. So, da ist wieder so ein Magnetding. Und mit dem Kasten komme ich ja die Leiter nicht hoch, deswegen muss ich mir den Kasten anders holen. Jetzt noch ein Stück. So. Kann ich mir den jetzt so nehmen? Ja. Okay. Da ist noch so ein Kastending. Könnt ihr jetzt da drüben drauflegen? Ups. Und wo muss es hin? Ich nehme mal an, ganz da links. Hier ist ja nichts mehr. Ratatatatat. So vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal gucken. Na? Perfekt. Okay, what are their chances of survival here? Oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We successfully transitioned over to a sustainable, small, artificial ecosystem a year ago, growing fruit and vegetables. It helps boost morale, amongst other things. The crew members could hypothetically survive here for their whole lifetimes. Das klingt doch gut. Ja, haben wir so eine richtige Base aufgebaut, um sich selbst versorgen zu können und so. Also die Kugel hätte ich gerne. Oder nicht? War das jetzt richtig? Ah, da ist eine Kiste. Komme ich hier wieder hoch? Ach, pfuh. Da ist der Magnet. Hier vielleicht so. Vielleicht noch ein Stück zurück. Hier. Und jetzt? Drei brauche ich. Das heißt, ich brauche den Kasten. Was macht denn? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Funktioniert der denn? Ah ja, so funktioniert er, aber er ist nicht magnetisch. Da fehlt die Energiequelle. Ah. Das war noch nicht weit genug. Noch ein Stückchen. In die falsche Richtung. Und nun? Da war doch vorhin eine Brücke. Wo ist die denn hingekommen? Ist die hier? Nee. Ach so, ja, natürlich. So. Dann gehe ich hier rüber. Ach, verdammt, reicht das?
Nein. Nochmal zurück. Noch ein kleines Stück nach hinten, dieses Ding. So. Brücke wieder umdrehen. Und jetzt. Oben komme ich immer noch nicht dran. Mit Hüpfen. Ah. So, das eine habe ich mal. Das packe ich mal da rein. Okay. Dann nehme ich mir das hier und das hier. Yes. Schwing gut. My purpose as the overseer of this mission is to work for the ISA. I am the ISA's feet and hands. The distance between Jupiter and Earth make it inappropriate for the ISA to directly interface with the mission directives. As my AI core is stationed on Europa, I can make decisions instantaneously about the running of the base. Also er darf Entscheidungen treffen. Und ich treffe auch eine Entscheidung. Und zwar, dass die Folge jetzt, hier zu Ende ist. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Ich weiß jetzt nicht, wie es zum Zuschauen ist. Bestimmt werden die Rätsel auch noch viel, viel schwerer. Wie das halt so ist. Aber für die erste Folge war es das jetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.